Die wird ein bisschen anders gehen. Durch den Tactical Ring lässt sie sich direkt rausziehen, ist direkt einsatzbereit. Nano Keramik Glasbrecher. Willkommen auf meinem Kanal. Viele schauen bei der Auswahl oder beim Kauf einer Taschenlampe nur auf eine Zahl und das ist Lumen. Es gibt aber ein, zwei Dinge, auf die man achten sollte, bevor man sich eine Taschenlampe kauft. Wir schauen uns heute mal die Nextorch TA22 an und dann schauen wir uns noch die Nextorch Art Torch an. Ich habe diese Lampen von Nextorch zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich sie unter realen Bedingungen teste. Wir schauen uns also die TA22 an, ist für mich eine EDC Taschenlampe, sehr kompakt, dünn, schlank und man kann sie eigentlich überall verstauen. Ich habe hier bei der TA22 mehrere Funktionen, sprich ich habe einmal Lock, wenn ich hier drauf drücke, dann sehe ich meinen Zustand vom Akku, solange das blau leuchtet. Ist der Akku voll, wenn das anfängt rot zu leuchten, wird der Akku bald leer sein. Dann haben wir hier einmal Duty, hier kann ich die verschiedenen Modis einstellen. Also ich kann von wenig Licht, mittel bis high und wenn ich einmal fest drauf drücke, habe ich ein schwaches Licht. Wieder fest drauf gedrückt, ist das Licht aus. So, dann habe ich noch Tech für Tactical, sprich wenn ich einmal fest drauf drücke, dann habe ich ein Strobolicht. Wenn ich aber leicht drauf drücke, dann habe ich ein helles Licht. Dann haben wir hier die Nextorch Art Torch, für mich eine Duty Taschenlampe mit Tactical Ring. Die hat ein bisschen mehr Leistung als die TA22 und somit auch mehr Reichweite. Ihr seht also hier bei dieser Taschenlampe habt ihr hier einen Tactical Ring. Hier kann ich die Taschenlampe sehr stabil in der Hand halten. Ihr seht, auch mit Handschuhe habt ihr noch genügend Platz. Der Ring finde ich sehr gut geformt. Anders wie bei der TA22 habt ihr hier diese Verstellmöglichkeiten. Sprich, wenn ich einmal drehe, habe ich leichtes Licht. Das zweite Mal habe ich mittleres Licht und das dritte Mal scheint sie sehr, sehr hell und das vierte Mal habe ich Strobolicht. Das macht den Unterschied. Was beide Lampen haben, ist hier die Nano Keramik Glasbrecher. Das haben hier beide Lampen. Man sieht es, bei der ein bisschen kleiner, bei der ein bisschen größer. Viele denken also, eine Taschenlampe mit mehr Lumen ist die bessere Taschenlampe. Aber in der Praxis hat sich einfach herausgestellt, dass Candela oft wichtiger ist als Lumen. Um das Ganze kurz zu erklären, Lumen ist gleich die Gesamtlichtmenge und Candela ist, wie stark das Licht gebündelt wird. Das heißt also, eine Taschenlampe mit viel Lumen streut viel, viel weiter als eine mit mehr Candela, die dafür weiter durchdringt und somit mehr Reichweite hat. Wir können das hier mal ganz kurz testen. Wir haben hier die Art Torch, die hat eine relativ hohe Candela. Da sieht man, hier ist das Licht sehr gebündelt, wobei ich bei der TA22, wenn ich das mache, habe ich hier kein gebündeltes Licht. Die hat weniger Candela, dafür viel Lumen. Und um euch das Ganze anständig zeigen zu können, schauen wir das Ganze im Lowlight an.
Dann kommen wir hier zum Handling und Integration in meinen Blade Carrier. Ich hatte die beiden Lampen in meinen Blade Carrier integriert. Ich habe die TA22 hier verbraucht sie wenig Platz, ist also kaum spürbar und sie ist direkt griffbereit. Das Zurückstecken allerdings ist hier ein bisschen fummelig, funktioniert, aber ist auch kein Problem. Aber wenn ich jetzt schnell machen muss, ziehe ich sie raus und schmeiße sie einfach hier in meine Admin Pouch rein. Das macht sie halt sehr kompakt und ich kann sie einfach überall direkt wieder verstauen. Die R-Torch habe ich hier schräg verbaut. Da ich Linkshänder bin, habe ich hier mein Arbeitsgerät und durch den Tactical Ring lässt sie sich direkt rausziehen, ist direkt einsatzbereit. So lässt sie sich auch direkt wieder zurückschieben und ist wieder an ihrem Platz. Dann hat mir Nextorch noch eine Lampe zur Verfügung gestellt. Das ist die TA21IA. Sprich, diese Lampe ist für Leute mit Nachtsicht-Equipment geeignet. Sie hat hier ein IA-Licht mit dem bloßen Auge. Also braucht man sich nicht wundern, mit dem bloßen Auge ist es nicht erkennbar. Sie ist aber nicht kaputt. Ein Trick, wie man es testen kann: Manche Smartphones oder Kameras erkennen das IA-Licht. Ganz einfach, ich versuche es mal hier an der Cam, schaut hier unten an die Lampe und sie leuchtet. Also man sieht es, mit dem bloßen Auge erkennt man das nicht, aber manche Kameras oder Smartphones erkennen das. Wenn ihr Lust habt, da näher drauf einzugehen, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Dann überlege ich mir, können wir ein Video machen über diese Taschenlampe. Ich würde sagen, jetzt haben wir viel gesprochen und nichts über den Glasbrecher. Ich würde sagen, wir switchen jetzt rüber und testen das Ganze mal. Ich habe hier also ein bisschen was vorbereitet. Sicherheit geht vor, Handschuhe, Schutzbrille und das Glas ist fixiert. Ich habe hier 3 mm starkes Glas und jetzt werden wir den Glasbrecher der beiden Lampen testen. Die Frage ist nicht, wie oft ich das brauche. Die Frage ist eher, ob es funktioniert. Und das testen wir jetzt. Ich starte hier mit der TA22. Ich halte sie also griffbereit und okay, erster Schlag, zweiter Schlag. Also funktioniert recht gut und ja, funktioniert. Ich habe nicht gedacht, dass ich so wenig Kraft anwenden muss. Am ersten Schlag war ich ein bisschen vorsichtiger, muss ich zugeben, weil ich nicht weiß, wie es reagiert. Aber es funktioniert sehr gut. Jetzt testen wir die Nextorch R-Torch. Die hat ein bisschen mehr Masse und die hat jetzt einen Tactical Ring. Ich denke mal, die wird ein bisschen anders gehen. Ja, merkt man direkt. Merkt man direkt die Masse und das Handling von der. Da muss man doch weniger Kraft aufwenden, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt wissen wir, dass diese Nano-Keramik-Glasbrecher sehr gut funktionieren. Beide Lampen erfüllen also ihren Zweck. Es liegt nicht an der Funktion, sondern an der Größe und Einsatzbereich. Für mich ist ganz klar die TA22 die kompakte EDC-Lampe, wo ich einfach überall mitnehme, egal ob es zur Arbeit ist oder unterwegs oder auch im Training. Ich kann sie einfach überall verstauen und
mitnehmen. Und die Artorch ist mehr leistungsorientiert für bestimmte Einsatzzwecke. Am Ende kommt es halt wirklich drauf an, für was man die Lampe braucht. Ich finde diese Lampen klasse und werde sie noch weiter testen. Ich werde euch diese Lampen unten in die Beschreibung packen und falls dir mein Kanal gefällt, dann lasst ein Like da und falls du noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Das motiviert mich, solche Tests für euch zu machen und euch solche Dinge zu zeigen. Also habt ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Wir sehen uns. Bis dann.